Eine zweite Chance. Täglich unterstützen uns elektrische Geräte bei vielen Aufgaben. Wenn solche Geräte kaputt gehen, entsteht aber leider auch Abfall, der die Umwelt belasten kann. Wirft man die Geräte einfach weg, gehen zusätzlich auch wertvolle Rohstoffe verloren, die eigentlich weiterverwendet werden sollten. Die Familie Watt versucht daher, Elektroabfall, wo es möglich ist, zu vermeiden. Wie gelingt ihr das? Oft ist es gar nicht nötig, gleich ein neues Gerät zu kaufen. In vielen Fällen lassen sich kaputte Geräte leicht reparieren. Wenn das Know-how dazu fehlt, ruft die Familie Watt einfach einen Reparaturservice. Um kleinere Geräte zu reparieren, gehen die Watts in ein Repair-Café. Dort bekommen sie Unterstützung von Technikerinnen oder Technikern bei der selbstständigen Reparatur. Wenn ein Elektrogerät nicht mehr repariert werden kann, muss es richtig entsorgt werden. Auf keinen Fall dürfen Elektrogeräte in den Restmüll geworfen werden. Einfach vor die Tür stellen geht auch nicht. Das ist sogar streng verboten. Die Familie Watt bringt daher kaputte Elektrogeräte zur nächstgelegenen Sammelstelle, wo diese umweltgerecht entsorgt werden. Auch beim Kauf neuer Geräte achten die Watts immer darauf, Ressourcen zu schonen. Denn schon die Herstellung neuer Geräte erzeugt eine große Menge CO2. In vielen österreichischen Gemeinden gibt es Reuse-Shops, in denen man getestete, einwandfrei funktionierende, gebrauchte Geräte zu günstigen Preisen erwerben kann. So spart man Geld, trägt zur Ressourcenschonung bei und tut damit etwas für die Umwelt. Merke dir, wenn möglich, repariere kaputte Elektrogeräte. Ist das nicht möglich, entsorge sie auf jeden Fall richtig. Und beim Neukauf denke auch an die Möglichkeit, gebrauchte Geräte aus Reuse-Shops zu erwerben. Mach's wie die Watts. Weitere Infos findest du auf elektro-ad.at.